Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den nebligen Wäldern eines alten, noch unbenannten Archipels, lange bevor die ersten Steine für die Pyramiden von Gizeh oder Stonehenge gesetzt wurden, existierte eine Kultur über einen Zeitraum, der für uns fast unvorstellbar ist. 16.000 Jahre. Sie bauten keine großen Monumente aus Stein, sondern schufen eine Zivilisation aus Holz, Lehm und einem tiefen Verständnis für ihre Umwelt. Ihre Hinterlassenschaft ist subtil, in den Erdschichten verborgen und stellt doch unser Verständnis von der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft fundamental in Frage. Guten Abend. Begleiten Sie mich auf eine Reise weit zurück in die Dämmerung der menschlichen Geschichte. In eine Zeit, als die Welt selbst noch im Wandel war. Unsere Geschichte beginnt nicht mit Pyramiden oder Keilschrift, sondern im leisen Knistern schmelzender Gletscher und dem sanften Rauschen neu entstehender Wälder. Vor etwa 16.000 Jahren zog sich der letzte große Griff der Eiszeit langsam von der Erde zurück. Die riesigen Eisschilde, die einen Großteil der Nordhalbkugel bedeckten, begannen zu schwinden. Ihr Schmelzwasser ließ die Ozeane ansteigen und formte die Welt, wie wir sie heute kennen. Für die Landmasse, die wir Japan nennen, war dies ein entscheidender Moment. Die Landbrücken, die sie einst mit dem asiatischen Kontinent verbanden, versanken in den steigenden Fluten. Aus einer Halbinsel wurde ein Archipel, eine Kette von Inseln, isoliert und doch reich an neuen Möglichkeiten. In diesem sich wandelnden Paradies lebten Menschen. Sie waren die Nachfahren paläolithischer Jäger, die Mammuts und andere eiszeitliche Megafauna gejagt hatten. Doch als das Klima wärmer wurde, veränderte sich ihre Welt dramatisch. Die kalten Steppen wichen üppigen, gemäßigten Wäldern, reich an Laubbäumen wie Eichen, Buchen und Kastanien. Diese Wälder boten eine Fülle an Nahrung, Nüsse, Beeren, Wurzeln und Pilze. Die Flüsse füllten sich mit Fischen und die Küsten wimmelten von Schalentieren und Meeressäugern. Diese neue Umwelt erforderte eine neue Lebensweise. Die Jagd auf große, wandernde Herden wurde weniger wichtig als das Sammeln der verlässlichen Gaben des Waldes und des Meeres. Es war eine Einladung der Natur zur Sesshaftigkeit, eine subtile Aufforderung, an einem Ort zu verweilen und seine Rhythmen zu erlernen. Aus dieser tiefgreifenden Anpassung an eine Welt nach dem Eis ging eine der langlebigsten und faszinierendsten Kulturen der Vorgeschichte hervor. Die Jomon. Sie waren keine Bauern im herkömmlichen Sinne, doch sie schufen eine komplexe Gesellschaft, die über 10.000 Jahre bestand, ein stilles, aber tiefgreifendes Zeugnis menschlicher Widerstandsfähigkeit und Kreativität im Angesicht einer sich verändernden Welt. In der traditionellen Geschichtsschreibung gibt es eine klare Abfolge. Erst kommt die Landwirtschaft, die Sesshaftigkeit erzwingt, und dann, als logische Konsequenz, die Erfindung der Töpferei zur Lagerung von Überschüssen. Die Jomon-Kultur stellt diese einfache Erzählung auf den Kopf und präsentiert uns eines der großen Rätsel der Archäologie. Denn hier, in den Wäldern des prähistorischen Japans, geschah etwas Außergewöhnliches. Die Jomon wurden zu den ersten bekannten Töpfern der Welt. Und das Tausende von Jahren, bevor sie oder andere Kulturen den Ackerbau übernahmen.
Stellen wir uns diesen Moment der Entdeckung vor. Es ist keine plötzliche Erleuchtung, sondern ein langsamer Prozess des Beobachtens und Experimentierens. Vielleicht bemerkte jemand, wie Lehm, der in einem Korb verschmiert und am Feuer getrocknet wurde, hart und wasserfest wurde. Vielleicht war es ein Klumpen Ton, der zufällig in eine Feuerstelle fiel und sich in ein steinähnliches Objekt verwandelte. Unabhängig vom genauen Hergang war das Ergebnis revolutionär. Die Fähigkeit, Ton zu formen und zu brennen, um wasserdichte, feuerfeste Gefäße herzustellen, veränderte alles. Für eine Jäger-Sammler-Gesellschaft war dies ein technologischer Sprung von unvorstellbarer Tragweite. Plötzlich konnten sie Wasser sicher transportieren und lagern. Sie konnten Nüsse und Pflanzen kochen, um sie bekömmlicher zu machen und Giftstoffe zu neutralisieren. Die Zubereitung von Eintöpfen und Suppen wurde möglich, was die Ernährung erweiterte und die Nahrungsaufnahme für Kinder und Ältere erleichterte. Die Keramik ermöglichte eine effizientere Nutzung der reichhaltigen, aber saisonalen Ressourcen ihrer Umwelt. Im Herbst gesammelte Eicheln und Kastanien konnten nun sicher über den Winter gelagert werden, geschützt vor Feuchtigkeit und Schädlingen. Diese Innovation war nicht nur praktisch, sie war der Schlüssel zu ihrer bemerkenswerten Langlebigkeit und ihrer Fähigkeit, stabile, semipermanente Siedlungen zu gründen, ohne auch nur ein einziges Feld zu bestellen. Die frühesten Jomon-Töpfe sind einfach, oft mit spitzem oder rundem Boden, um sie in den weichen Boden oder die Asche eines Feuers zu stellen. Doch selbst diese frühen Stücke zeugen von einem tiefen Verständnis für Material und Technik, ein stilles Wunder, geformt aus Lehm und Feuer im Nebel der Zeit. Ein Jomon-Gefäß ist mehr als nur ein Behälter. Es ist eine Leinwand, ein stummer Erzähler, der uns über Jahrtausende hinweg eine Geschichte von Identität und Kunstfertigkeit berichtet. Der Name der Kultur selbst, Jomon, bedeutet wörtlich Schnurmuster oder Kordelmarkierung. Dieser Name leitet sich von der charakteristischsten und allgegenwärtigsten Verzierungstechnik ab, die diese Menschen perfektionierten. Die Methode war in ihrer Einfachheit genial. Während der Ton noch weich und formbar war, drückten oder rollten die Töpfer Schnüre und Kordeln aus Pflanzenfasern über die Oberfläche. Das Ergebnis war ein komplexes, strukturiertes Muster, das so einzigartig ist wie ein Fingerabdruck. Doch diese Beschreibung wird der schieren Vielfalt und künstlerischen Entwicklung, die sich über 10.000 Jahre erstreckte, kaum gerecht. Die frühen Jomon-Muster sind oft einfach und linear, eine funktionale Dekoration, die vielleicht auch die Griffigkeit des Topfes verbesserte. Doch im Laufe der Zeit entwickelten sich die Designs zu einer atemberaubenden Kunstform. In der mittleren Jomon-Zeit, vor etwa 5.000 bis 4.000 Jahren, erreichten die Töpfer einen Höhepunkt an Kreativität, der bis heute verblüfft. Die Gefäße wurden extravagant, mit flammenartigen, dreidimensionalen Verzierungen, die sich vom Rand des Topfes erheben. Man nennt sie Flammenstil-Keramik oder Katsusaka-Stil. Diese Stücke scheinen vor Energie zu brodeln. Sie sind dynamisch, fast lebendig. Sie waren mit ziemlicher Sicherheit keine reinen Alltagsgegenstände mehr, sondern hatten eine tiefe rituelle oder zeremonielle Bedeutung. Was wollten die Jomon mit diesen Mustern ausdrücken? Waren es Symbole für soziale Gruppen, für Clans oder Familien? Erzählten sie Mythen oder stellten sie die Kräfte der Natur dar? Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Doch wenn wir ein solches Gefäß betrachten, spüren wir die Absicht, die dahinter steckt. Wir sehen nicht nur ein Muster, sondern eine Sprache, deren Grammatik wir verloren haben. Jede Windung der Kordel,
jede Einkerbung im Ton war eine bewusste Entscheidung, ein Akt der Kreativität, der ein einfaches Objekt in ein kulturelles Artefakt von tiefer Schönheit und geheimnisvoller Bedeutung verwandelte. Die Erfindung der Töpferei und die reiche, stabile Umwelt ermöglichten den Jomon etwas, das für Jäger und Sammler selten ist: ein Zuhause. Anstatt ständig umherzuziehen, gründeten sie über Jahrtausende hinweg langlebige Siedlungen, die uns heute faszinierende Einblicke in ihre soziale Struktur gewähren. Der Grundriss eines typischen Jomon-Dorfes ist von einer eleganten und tiefgründigen Einfachheit geprägt. Das Leben im Kreis. Die Behausungen, sogenannte Grubenhäuser oder Tateana-yukio, waren in den Boden eingelassene Wohnstätten. Man grub eine Grube von etwa einem halben Meter Tiefe, errichtete einen Rahmen aus Holzpfosten und deckte das Ganze mit einem Dach aus Rinde und Stroh. Diese cleveren Bauten boten im Winter Wärme und im Sommer Kühle. Doch das Bemerkenswerteste ist nicht das einzelne Haus, sondern ihre Anordnung. In vielen größeren Siedlungen, besonders in der mittleren Jomon-Zeit, sind diese Grubenhäuser in einem weiten Kreis oder Hufeisen um einen zentralen Platz angeordnet. Dieser offene Raum im Herzen der Gemeinschaft war kein Zufall. Er war das soziale und rituelle Zentrum des Dorfes. Hier fanden wahrscheinlich Versammlungen statt. Hier wurden Feste gefeiert, Rituale vollzogen und Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben. Es war ein gemeinschaftlicher Raum, der das Individuum in die Gruppe einband und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schuf. In einigen Fällen finden Archäologen in diesem zentralen Bereich auch Gräber, was auf eine tiefe Verbindung zwischen den Lebenden und den Ahnen hindeutet. Die kreisförmige Anordnung spiegelt eine egalitäre Gesellschaftsstruktur wider. Es gibt keine Paläste, keine überdimensionierten Häuser für einen Anführer, die sich vom Rest abheben. Jedes Haus im Kreis ist mehr oder weniger gleich groß und gleichwertig positioniert. Dies deutet auf eine Gemeinschaft hin, die auf Kooperation und gegenseitigem Respekt basierte, anstatt auf einer starren Hierarchie. Das Leben im Kreis war somit mehr als nur eine architektonische Entscheidung. Es war eine physische Manifestation ihrer Weltanschauung, ein Symbol für Gemeinschaft, für den Kreislauf der Jahreszeiten, dem sie so eng verbunden waren, und für die zentrale Bedeutung des Miteinanders in ihrer bemerkenswert beständigen Kultur. Legen wir die traditionellen Schablonen der menschlichen Entwicklung für einen Moment beiseite. Die lineare Erzählung, die uns von nomadischen Jägern zu sesshaften Bauern führt, zerbricht an der Realität der Jomon. Sie waren Pioniere eines dritten Weges, einer Lebensweise von subtiler Komplexität, die unsere Kategorien infrage stellt. Über Jahrtausende hinweg lebten sie in festen Siedlungen, manchmal über Generationen hinweg am selben Ort, ohne jemals die Landwirtschaft im uns bekannten Sinne zu übernehmen. Wie war das möglich? Die Antwort liegt in der außergewöhnlichen Fülle des prähistorischen Japans und der Genialität, mit der die Jomon lernten, diese Fülle zu managen. Ihre Wirtschaft war keine des Mangels, sondern eine des Überflusses. Die Küsten lieferten einen unerschöpflichen Reichtum an Fischen, Schalentieren und Meeressäugern, wie die gewaltigen Muschelhügel, die Kaisuka bezeugen. Diese sind nicht nur Abfallhaufen, sondern Archive des Lebens, die uns von Festmälern und einer tiefen Verbindung zum Ozean erzählen. Im Landesinneren jagten sie Hirsche und Wildschweine, aber ihre wahre Meisterschaft lag in der Nutzung der pflanzlichen Vielfalt. Sie waren nicht nur Sammler, sie waren Verwalter der Wälder. Archäologische Funde deuten darauf hin,
dass die Jomon aktiv in ihre Umwelt eingriffen. Sie hegten und pflegten Wälder aus Kastanien, Walnüssen und Eicheln, schufen regelrechte Nussgärten, die eine verlässliche und lagerfähige Nahrungsquelle darstellten. Dies war eine Form der Forstwirtschaft, lange bevor das Wort existierte. Und es geht noch weiter. In einigen Siedlungen finden sich Hinweise auf den Anbau von Kürbissen, Bohnen und Perillapflanzen. War dies der Beginn der Landwirtschaft? Vielleicht, aber nicht in der Form, die wir kennen. Es scheint sich eher um experimentelle Gärten gehandelt zu haben. Eine Ergänzung zu ihrem reichen Spektrum an Nahrungsquellen, nicht dessen Grundlage. Sie sahen nicht die Notwendigkeit, sich ganz auf den Ackerbau zu verlassen, denn ihre Welt versorgte sie bereits im Überfluss. Dieser komplexe Jäger-Sammler-Lebensstil ermöglichte ihnen Sesshaftigkeit, Bevölkerungswachstum und die Entwicklung einer reichen materiellen und spirituellen Kultur, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Sie beweisen, dass der Weg zur Zivilisation viele Pfade kennt. Aus der Dunkelheit der Jomon-Hütten, aus dem Herzen ihrer spirituellen Welt, blicken uns Wesen an, die zugleich fremd und seltsam vertraut wirken. Es sind die Dogu, kleine Figuren aus Ton, deren Formen die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengen. Mit ihren überproportionierten kaffeebohnenartigen Augen, die manchmal an die Schutzbrillen der Inuit erinnern, ihren stilisierten Körpern und den aufwendigen Verzierungen, die ihre Oberfläche bedecken, gehören sie zu den ikonischsten Artefakten der prähistorischen Welt. Doch wer oder was waren sie? Diese Frage hallt durch die Gänge der Museen und die Seiten der archäologischen Journale. Die meisten Dogu weisen ausgeprägte weibliche Merkmale auf. Breite Hüften, betonte Brüste, manchmal sogar angedeutete Schwangerschaften. Dies hat zur populärsten Theorie geführt, dass sie Fruchtbarkeitsgöttinnen darstellten, Idole, die um den Segen für eine erfolgreiche Geburt, eine reiche Ernte oder Jagdglück angerufen wurden. Sie wären somit die irdischen Gefäße für die Mächte des Lebens und der Erneuerung. Eine andere faszinierende Beobachtung ist, dass viele Dogu absichtlich zerbrochen gefunden werden. Oft fehlt ein Arm oder ein Bein. Dies nährt die Hypothese, dass sie als schamanische Heilungsfiguren dienten. Man stelle sich vor, ein Mensch leidet an einer Krankheit in einem bestimmten Körperteil. Vielleicht wurde eine Dogu-Figur geschaffen, um dieses Leiden symbolisch aufzunehmen, und dann an der entsprechenden Stelle zerbrochen, um die Krankheit zu bannen und den Patienten zu heilen. Eine Form ritueller Medizin, in Ton gebrannt. Wieder andere Forscher sehen in ihnen Darstellungen von Ahnengeistern, Vermittler zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten, oder vielleicht sogar Initiationsfiguren, die bei Übergangsriten eine Rolle spielten. Die extreme Abstraktion und die Vielfalt der Formen, von den frühen flachen Figuren bis zu den späten, fast dreidimensionalen Goggle-Eyed Dogu, deuten darauf hin, dass ihre Funktion nicht einheitlich war, sondern sich über Jahrtausende und Regionen hinweg wandelte. Sie sind keine stummen Götzen, sondern die Protagonisten einer verlorenen Mythologie, deren genaue Bedeutung im Nebel der Zeit verborgen bleibt, uns aber einlädt, über die universalen menschlichen Anliegen von Leben, Tod und Heilung nachzudenken. Die Spiritualität der Jomon manifestierte sich nicht nur in kleinen persönlichen Objekten, wie den Dogu, sondern auch in der monumentalen Gestaltung ihrer Landschaft. An ausgewählten Orten, oft mit freiem Blick zum Himmel, errichteten sie Strukturen, die ihre Verbindung zum Kosmos bezeugen. Die Steinkreise.
Anlagen wie Oyu oder Nonakado sind keine zufälligen Ansammlungen von Felsbrocken. Sie sind sorgfältig geplante Monumente, oft bestehend aus einem äußeren und einem inneren Kreis, in deren Zentrum sich ein aufrechter Stein befindet, der wie ein Gnomon, ein Schattenzeiger, fungiert. Diese Sonnenuhrensäulen und die Ausrichtung der Steinkreise deuten auf ein tiefes Verständnis astronomischer Zyklen hin. An den Tagen der Sonnenwenden schien die auf- oder untergehende Sonne durch bestimmte Lücken in den Steinen oder über markante Gipfel am Horizont und warf ihren Schatten in einer präzisen Linie. Diese Orte waren Kalender aus Stein, die den Rhythmus der Jahreszeiten markierten, entscheidend für die Planung von Jagd, Sammelaktivitäten und rituellen Festen. Sie waren aber mehr als nur funktionale Instrumente. Sie waren zeremonielle Zentren, heilige Räume, in denen sich die Gemeinschaft versammelte, um die Ordnung des Universums zu feiern und sich selbst als Teil davon zu begreifen. Die Steine verbanden die Erde mit dem Himmel, das menschliche Leben mit dem Lauf der Gestirne. Eng verbunden mit diesen heiligen Orten waren die Bestattungspraktiken. Die Yomon begruben ihre Toten sorgfältig, oft in fötaler Position in runden Gruben, als ob sie zur Wiedergeburt in den Schoß von Mutter Erde zurückkehrten. Manchmal wurden die Gräber mit rotem Ocker bestreut, einer Farbe, die Blut und Leben symbolisiert. Grabbeigaben wie Schmuck, Werkzeuge und Töpferwaren deuten auf einen Glauben an ein Leben nach dem Tod hin. Eine Reise, für die der Verstorbene ausgerüstet sein musste. In den großen Siedlungen wurden die Toten oft innerhalb des Dorfes oder in den großen Muschelhügeln beigesetzt. Die Ahnen blieben so Teil der Gemeinschaft, ihre Geister wachten über die Lebenden. Die Gräber und Steinkreise sind somit zwei Seiten derselben Medaille. Sie zeigen eine Weltanschauung, in der es keine scharfe Trennung zwischen Leben und Tod, zwischen Mensch und Kosmos gab. Alles war Teil eines großen, zyklischen Ganzen. Wenn wir die Töpferwaren der Yomon betrachten, blicken wir nicht nur auf Gebrauchsgegenstände. Wir blicken auf Leinwände, auf denen eine komplexe, nonverbale Sprache niedergeschrieben wurde. Ohne ein Schriftsystem im herkömmlichen Sinne nutzten die Yomon eine reiche Symbolik aus Mustern und Formen, um ihre Weltanschauung, Mythen und ihr soziales Gefüge auszudrücken. Das dominanteste und vielleicht tiefgründigste Symbol, das sich durch die Jahrtausende zieht, ist die Spirale. Wir finden sie in unzähligen Variationen, eingeritzt in Ton, geschnitzt in Knochen, gemalt mit Lack. Was bedeutete dieses universelle Zeichen? Eine exakte Übersetzung ist unmöglich, doch die Assoziationen sind stark. Die Spirale spiegelt die Formen der Natur wider. Das sich entrollende Blatt eines Farns, die Windungen einer Muschel, die Wirbel im Wasser. Sie könnte den Kreislauf des Lebens symbolisieren: Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Sie könnte die Energie des Kosmos darstellen, die Bewegung der Sonne und der Sterne am Nachthimmel oder die Kraft von Wasser und Wind. In ihrer doppelten Form, die an eine liegende Acht erinnert, könnte sie Dualitäten wie Tag und Nacht, Sommer und Winter oder Leben und Tod verkörpern. Diese Muster waren keine willkürliche Dekoration. Die Art und Weise, wie sie auf einem Gefäß angebracht wurden, die Komplexität und der Rhythmus der Linien, all das folgte wahrscheinlich bestimmten Regeln und Konventionen. Es war eine geteilte visuelle Sprache, die von Gemeinschaften über weite Strecken verstanden wurde. Die berühmte Flammenkeramik der mittleren Yomon-Zeit ist der Höhepunkt dieser Kunstform. Hier lösen sich die Muster von der Oberfläche und werden zu dreidimensionalen, skulpturalen Aufsätzen,
die wie lodernde Flammen oder wogende Wellen in den Himmel greifen. Diese Gefäße waren mit Sicherheit mehr als nur Kochtöpfe. Sie waren rituelle Objekte von großer Macht und Bedeutung, vielleicht genutzt bei wichtigen Zeremonien, um mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten. Die verlorene Sprache der Spiralen und Linien erzählt uns von einem Volk, dessen Alltag von einer tiefen, symbolischen Bedeutung durchdrungen war, das in jedem Objekt eine Verbindung zum größeren Ganzen sah. Wenn wir uns die großen Zivilisationen der Bronzezeit vorstellen, Ägypten, Mesopotamien, das Industal, denken wir unweigerlich an Pyramiden, Zikkurate und Paläste. Wir sehen Pharaonen, Priesterkönige und eine streng geschichtete Gesellschaft. Doch wenn wir unseren Blick nach Osten, auf das prähistorische Japan der Jomon richten, finden wir ein radikal anderes Bild. Über Jahrtausende hinweg scheint hier eine komplexe Gesellschaft existiert zu haben, die ohne die uns vertrauten Insignien der Macht auskam. Archäologisch gesehen ist das Fehlen von Beweisen für eine soziale Hierarchie geradezu verblüffend. In den Siedlungen der Jomon, wie dem berühmten Sanai Maruyama-Fundplatz, sind die Grubenhäuser bemerkenswert einheitlich in ihrer Größe und Ausstattung. Es gibt keine Residenz, die deutlich größer oder prächtiger ist als die anderen und auf einen Häuptling oder eine herrschende Elite hindeuten würde. Auch die Gräber erzählen eine ähnliche Geschichte. Während in anderen Kulturen die Reichen mit Gold, Waffen und Dienern für das Jenseits ausgestattet wurden, sind die Bestattungen der Jomon meist schlicht. Wertvolle Gegenstände wie kunstvoll gefertigte Jadeanhänger oder polierte Steinwerkzeuge finden sich zwar in einigen Gräbern, aber sie sind nicht auf eine kleine Gruppe von Individuen konzentriert. Sie scheinen eher auf persönlichem Ansehen, vielleicht als Schamane oder erfahrener Jäger, zu beruhen, als auf vererbtem Reichtum oder institutionalisierter Macht. Dieses Muster legt die Vermutung nahe, dass die Jomon-Gesellschaften weitgehend egalitär waren. Entscheidungen wurden möglicherweise gemeinschaftlich getroffen und der soziale Status war fließend und an Fähigkeiten gebunden. Es war eine Gesellschaft, die auf Kooperation und gegenseitigem Austausch beruhte, nicht auf Zwang und Unterordnung. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, unsere modernen Vorstellungen von Gleichheit auf eine so ferne Vergangenheit zu projizieren. Es gab sicherlich Respektspersonen, Älteste und spirituelle Führer. Aber die archäologischen Befunde deuten stark darauf hin, dass die Jomon einen Weg gefunden hatten, über einen unglaublich langen Zeitraum in stabilen, komplexen Gemeinschaften zu leben, ohne die Notwendigkeit von Königen, Kriegsherren oder einer herrschenden Priesterkaste. Es ist ein faszinierendes soziales Experiment, das uns herausfordert, unsere eigenen Annahmen über den unvermeidlichen Aufstieg von Ungleichheit in menschlichen Gesellschaften zu hinterfragen. Die lange Dauer der Jomon-Kultur, über 13.000 Jahre, ist an sich schon ein Zeugnis ihrer bemerkenswerten Anpassungsfähigkeit und Stabilität. Ein Schlüssel zu diesem Erfolg lag in ihrer tiefen und nuancierten Beziehung zur Natur. Es wäre ein Fehler, die Jomon als passive Jäger und Sammler zu betrachten, die einfach nahmen, was die Umwelt ihnen bot. Stattdessen waren sie aktive Gestalter ihrer Landschaft, die eine frühe Form der Forstwirtschaft und nachhaltigen Ressourcennutzung praktizierten, die wir heute als Permakultur bezeichnen könnten. Die Analyse von Pollen- und Pflanzenresten an archäologischen Stätten enthüllt ein faszinierendes Bild. Die Jomon rodeten nicht einfach Wälder, sondern pflegten sie. Sie förderten das Wachstum von nahrhaften Bäumen wie Kastanien, Walnüssen und Eicheln.
An Orten wie Sanai Maruyama finden sich Hinweise auf regelrechte Kastanienhaine, die über Generationen hinweg gepflegt wurden. Dies war keine Landwirtschaft im traditionellen Sinne des Pflügens und Säens von einjährigen Pflanzen, sondern eine langfristige Investition in die Gesundheit und Produktivität des Waldes selbst. Sie schufen ein Ökosystem, das sie und unzählige andere Arten ernährte. Auch die Nutzung von Pflanzen ging über die reine Nahrung hinaus. Die Yomon kultivierten den Lackbaum gezielt, um den wertvollen Saft für die Herstellung von Lackwaren zu gewinnen. Eine der ältesten bekannten Lacktraditionen der Welt. Diese Praxis erforderte Geduld und ein tiefes Verständnis für den Lebenszyklus des Baumes. Ihre Beziehung zum Meer war ebenso ausgeklügelt. Anstatt die Küstenressourcen zu erschöpfen, gibt es Hinweise darauf, dass sie Muschelbänke bewirtschafteten und komplexe Fischwehre in Flüssen und Flussmündungen errichteten, um Fische effizient und nachhaltig zu fangen. Sie verstanden die Zyklen der Gezeiten, die Wanderungen der Fische und die Regenerationsfähigkeit der Muschelpopulationen. Diese Lebensweise war das Ergebnis von Jahrtausenden der Beobachtung, des Experimentierens und der Weitergabe von Wissen. Es war eine Weisheit, die nicht in Büchern, sondern in Praktiken, Geschichten und Ritualen kodifiziert war. Die Yomon lehren uns, dass eine Zivilisation nicht auf der Ausbeutung der Natur aufgebaut sein muss, sondern auf einer tiefen, symbiotischen Partnerschaft mit ihr basieren kann. Ihre Welt war kein unberührtes Paradies, sondern ein sorgfältig gepflegter Garten, der sie über unzählige Generationen hinweg versorgte. Jenseits der praktischen Aspekte des Überlebens betreten wir nun eine geheimnisvollere Sphäre. Die Welt des Glaubens, der Rituale und der Kunst der Yomon. Ohne schriftliche Zeugnisse sind wir auf die stummen Artefakte angewiesen, die sie uns hinterlassen haben. Und diese sprechen eine kraftvolle, wenn auch rätselhafte Sprache. Am bekanntesten sind wohl die Dogu-Figuren, jene faszinierenden menschenähnlichen Statuetten aus Ton. Mit ihren übertriebenen Merkmalen, große, goggelartige Augen, breite Hüften und oft andeutungsweise schwangere Bäuche, scheinen sie aus einer Traumwelt zu stammen. Viele wurden absichtlich zerbrochen gefunden, was Archäologen zu der Annahme verleitet, dass sie in Heilungsritualen oder als Symbole für Fruchtbarkeit und Geburt verwendet wurden. Vielleicht übertrug man eine Krankheit auf die Figur, die dann zerbrochen wurde, um das Leiden zu bannen. Oder sie stellten Erdgeister oder Göttinnen dar, zentrale Figuren in einer animistischen Weltanschauung, in der alles, Bäume, Felsen, Tiere, eine Seele besaß. Weniger bekannt, aber nicht weniger eindrucksvoll, sind die seltenen Tonmasken der Yomon. Diese Gesichter aus gebranntem Lehm sind oft asymmetrisch und von einer fremdartigen Intensität. Man kann sich nur vorstellen, wie sie im flackernden Licht eines Lagerfeuers gewirkt haben müssen, getragen von einem Schamanen während einer Zeremonie. Sie waren vielleicht Portale in die Geisterwelt, Mittel, um mit den Ahnen zu kommunizieren oder die Kräfte der Natur zu beschwören. Die Entdeckung von lackierten Artefakten, darunter Kämme und Schalen, in Gräbern, deutet ebenfalls auf eine reiche rituelle Praxis hin. Der rote Lack, hergestellt aus Eisenoxid und dem Saft des Urushi-Baumes, hatte wahrscheinlich eine symbolische Bedeutung, die vielleicht mit Leben, Blut oder Schutz verbunden war. Diese Objekte waren nicht nur für den täglichen Gebrauch bestimmt. Sie waren Teil eines komplexen Systems von Glaubensvorstellungen über Leben, Tod und das Jenseits. Die Kunst der Yomon ist zutiefst mit ihrem spirituellen Leben verwoben.
Sie ist kein Schmuck, sondern ein Werkzeug. Jede Figur, jede Maske, jedes lackierte Objekt war ein aktiver Teilnehmer an den Ritualen, die das soziale und spirituelle Gefüge ihrer Gemeinschaft zusammenhielten. Sie sind die Gesichter einer Welt, deren Mythen und Gesänge für immer verloren sind, deren geheimnisvolle Präsenz uns aber bis heute in ihren Bann zieht. Eine Gesellschaft, die über ein so riesiges Archipel wie Japan verstreut ist, könnte leicht in isolierte Gruppen zerfallen. Doch die archäologischen Funde zeichnen ein anderes Bild, das eines dynamischen und weitreichenden Netzwerks aus Austausch und Kommunikation, das die verschiedenen Jomon-Gemeinschaften über Hunderte von Kilometern miteinander verband. All dies geschah ohne die Hilfe von Schrift, Währung oder zentralisierter Verwaltung. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Netzwerke liegt in der Verfolgung von Materialien, die nur an bestimmten Orten vorkommen. Obsidian, ein vulkanisches Glas, das sich hervorragend zur Herstellung rasiermesserscharfer Werkzeuge eignet, ist ein perfektes Beispiel. Durch chemische Analysen können Archäologen ein Stück Obsidian genau seinem Herkunftsvulkan zuordnen. So wissen wir, dass Obsidian von der Insel Kozushima, südlich von Tokio, in Siedlungen gefunden wurde, die Hunderte von Kilometern entfernt auf der Hauptinsel Honshu lagen. Dies impliziert nicht nur weite Reisen über das offene Meer in Einbaumkanus, sondern auch etablierte Beziehungen zwischen den Gemeinschaften. Ein weiteres kostbares Gut war Jadeite, ein wunderschöner grüner Stein, der für rituelle Anhänger und Perlen hochgeschätzt wurde. Die einzige bekannte Quelle für hochwertigen Jadeite in der Jomon-Zeit lag im Gebiet des Flusses Itoigawa, an der Küste des Japanischen Meeres. Von dort aus wurde Jade über das gesamte Archipel verteilt, von Hokkaido im Norden bis nach Kyushu im Süden. Auch Asphalt, ein natürliches Teer, der zum Reparieren von Töpferwaren und zum Befestigen von Pfeilspitzen verwendet wurde, wurde über weite Strecken gehandelt. Dieser Austausch war wahrscheinlich kein rein kommerzieller Handel, wie wir ihn heute kennen. Es handelte sich vielmehr um ein System des zeremoniellen Gabentauschs, das soziale Bindungen schuf und festigte. Ein Geschenk von seltenem Obsidian oder kostbarer Jade war nicht nur ein materieller Wert, sondern auch ein Symbol für Respekt, Verwandtschaft und gegenseitige Verpflichtung. Diese Netzwerke ermöglichten nicht nur den Fluss von Gütern, sondern auch von Ideen, Technologien und vielleicht sogar von Menschen, die in andere Gruppen einheirateten. Sie waren das unsichtbare Gewebe, das die Jomon-Welt zusammenhielt und ihre kulturelle Einheit über Tausende von Jahren und enorme Entfernungen hinweg sicherstellte. Legen wir nun unsere gedanklichen Werkzeuge beiseite und wandern wir zu einem Ort, der unsere Vorstellungen von der Jomon-Zeit für immer verändert hat. Wir befinden uns in der Präfektur Aomori, im Norden von Honshu, an einem Ort namens Sanai Maruyama. Was hier in den 1990er Jahren bei den Vorbereitungen für den Bau eines Baseballstadions entdeckt wurde, war keine gewöhnliche Siedlung. Es war, ohne Übertreibung, eine prähistorische Metropole. Für etwa 1500 Jahre, von ca. 3900 bis 2300 vor unserer Zeitrechnung, blühte hier eine der größten und komplexesten Gemeinschaften, die wir aus dieser Epoche kennen. Der schiere Maßstab ist beeindruckend. Archäologen haben die Fundamente von über 700 Grubenhäusern freigelegt, dazu Langhäuser, Lagergruben und Gräber. Doch das ist nur der Anfang. Das auffälligste Merkmal von Sanai Maruyama sind die Rekonstruktionen monumentaler Holzbauten. Besonders ins Auge sticht ein gewaltiges, sechssäuliges Turmgebäude. Die massiven Kastanienstämme,
jeder mit einem Durchmesser von etwa 1 Meter, wurden in riesige Gruben eingelassen. Wir wissen nicht genau, welchem Zweck dieser Turm diente. War er ein Wachturm, ein zeremonielles Zentrum, ein Observatorium? Sein bloßes Vorhandensein beweist jedoch ein erstaunliches Maß an sozialer Organisation, Planung und kollektiver Arbeitskraft. Die Menschen von Sanai Maruyama waren keine isolierte Gruppe. Der Fund von Obsidian aus Nagano und Hokkaido, Jade aus Niigata und Asphalt aus Akita belegt ein weitreichendes Handelsnetzwerk, das sich über Hunderte von Kilometern erstreckte. Sie betrieben eine organisierte Abfallwirtschaft, indem sie Muschelschalen und anderen Unrat in speziellen Hügeln, den sogenannten Middens, entsorgten. Diese Hügel sind für uns heute eine wahre Schatzkammer, die Aufschluss über Ernährung und Umwelt gibt. Sanai Maruyama zwingt uns, die Jomon nicht länger als einfache Jäger und Sammler zu betrachten. Sie waren Meister ihrer Umwelt, fähig zu langfristiger Planung, komplexer Architektur und weitreichendem Austausch. Es war eine sesshafte, stabile und hochentwickelte Gesellschaft, die über 1,5 Jahrtausende an diesem Ort gedieh. Eine Zeitspanne, die viele uns bekanntere Imperien in den Schatten stellt. Nachdem wir die Wohnstätten und Strukturen der Jomon betrachtet haben, wenden wir uns nun denen zu, die sie erbaut haben. Die stummen Zeugen ihrer Existenz sind ihre sterblichen Überreste. Was erzählen uns die Knochen über das Leben, die Gesundheit und die Bräuche dieser Menschen? Die Archäologie ist hier eine Art forensische Untersuchung der Vergangenheit. Die Skelette der Jomon-Menschen zeichnen das Bild einer robusten Bevölkerung. Ihre Knochen sind kräftig und zeigen deutliche Muskelansätze. Ein Zeichen für ein körperlich anspruchsvolles Leben. Interessanterweise finden sich nur wenige Spuren von gewaltsamen Konflikten. Verglichen mit späteren Epochen, wie der Yayoi-Zeit, gibt es kaum Anzeichen für kriegerische Auseinandersetzungen in Form von verheilten Waffenverletzungen. Dies deutet auf eine weitgehend friedliche Gesellschaft hin, in der Konflikte möglicherweise auf andere Weise gelöst wurden. Die Zähne verraten viel über die Ernährung. Sie sind oft stark abgenutzt, was auf eine Kost hindeutet, die zähe Pflanzenfasern und harte Nussschalen enthielt. Karies war relativ selten, ein Nebeneffekt einer zuckerarmen Ernährung. Die Lebenserwartung war, wie in den meisten prähistorischen Gesellschaften, nicht hoch. Viele erreichten wohl nur ein Alter von etwa 30 bis 40 Jahren, wobei die Kindersterblichkeit vermutlich hoch war. Doch wer das Kindesalter überlebte, konnte ein erfülltes, wenn auch kurzes Leben führen. Eine der faszinierendsten Praktiken, die wir an den Skeletten ablesen können, ist die rituelle Zahnentfernung. Bei vielen Erwachsenen wurden bestimmte Zähne, oft die Eck- oder Vorderzähne, absichtlich entfernt. Dieser schmerzhafte Eingriff wurde präzise durchgeführt und hatte wahrscheinlich eine tiefe soziale oder rituelle Bedeutung. Vielleicht markierte er den Übergang ins Erwachsenenalter, einen bestimmten sozialen Status oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Es ist ein stilles, aber eindringliches Zeugnis für die Komplexität ihrer Kultur und ihrer Bereitschaft, für ihre Überzeugungen, körperliche Schmerzen auf sich zu nehmen. Durch die Analyse dieser Knochen kommen wir den Jomon-Menschen so nah wie nur möglich. Wir sehen nicht nur, was sie aßen oder wie sie starben, sondern erahnen auch die Konturen ihrer sozialen Welt und ihrer tiefsten Überzeugungen. Jede Epoche, so langlebig sie auch sein mag, findet einmal ihr Ende. Doch das Ende der Jomon-Zeit war kein plötzlicher Kollaps, kein dramatischer Untergang durch Krieg oder Katastrophe. Es war ein leiser,
schleichender Wandel, ein Übergang, der sich über Jahrhunderte erstreckte und die japanischen Inseln für immer verändern sollte. Wir nennen diese neue Epoche die Yayoi-Zeit, beginnend etwa um 900 vor unserer Zeitrechnung. Der entscheidende Impuls für diesen Wandel kam vom asiatischen Festland. Neue Menschengruppen erreichten die Inseln, vor allem Kyushu im Süden, und brachten revolutionäre Technologien und Ideen mit sich. Die wichtigste davon war der Nassreisanbau. Diese neue Form der Landwirtschaft ermöglichte die Produktion von Nahrungsüberschüssen, was wiederum zu einer größeren Bevölkerungsdichte, neuen sozialen Hierarchien und der Entstehung von dauerhaften, größeren Siedlungen führte. Die Lebensweise der Jäger und Sammler, die über 10.000 Jahre Bestand hatte, wurde allmählich verdrängt. Mit der Landwirtschaft kamen auch die Metalle. Bronze und Eisen veränderten das Handwerk, die Werkzeugherstellung und die Kriegsführung. Bronzespiegel, Glocken und Waffen wurden zu Statussymbolen einer neuen Elite. Die kunstvolle, aber technologisch einfachere Keramik der Jomon wurde durch die dünnwandigere, oft schmucklosere Yayoi-Keramik ersetzt, die auf der Töpferscheibe hergestellt wurde. Es war kein einfacher Prozess der Verdrängung. In vielen Regionen, besonders im Norden Japans, lebten Jomon- und Yayoi-Kulturen lange Zeit nebeneinander. Es gab Austausch, Vermischung und sicherlich auch Konflikte. Genetische Studien deuten darauf hin, dass sich die ankommenden Yayoi-Migranten mit der ansässigen Jomon-Bevölkerung vermischten und so die genetische Grundlage des heutigen japanischen Volkes schufen. Das Ende der Jomon-Zeit ist also weniger ein Abschluss, als vielmehr eine Transformation. Die alten Traditionen verblassten langsam, während neue Lebensweisen Fuß fassten. Der Wald wich den Reisfeldern, das Dorf der befestigten Siedlung, die Geister und Rituale der Jomon machten Platz für neue Götter und neue Herrscher. Es war ein tiefgreifender, aber leiser Wandel, dessen Echo wir noch heute in der Kultur und den Menschen Japans spüren können. Eine Kultur, die über 16.000 Jahre existierte, kann dennoch in Vergessenheit geraten. Nach dem Übergang zur Yayoi-Zeit und dem Aufstieg des japanischen Staates verblasste die Erinnerung an die Jomon. Ihre Geschichte wurde zu Mythos, ihre Artefakte zu Kuriositäten im Boden. Es bedurfte eines neugierigen Blicks von außen, um dieses verlorene Kapitel der Menschheitsgeschichte wieder aufzuschlagen. Dieser Blick gehörte einem amerikanischen Zoologen namens Edward S. Morse. Im Jahr 1877 reiste Morse mit dem Zug von Yokohama nach Tokio. Als er aus dem Fenster blickte, fiel seinem geschulten Auge eine ungewöhnliche Ansammlung von Muschelschalen in einem Bahneinschnitt bei Omori auf. Als Experte für Mollusken erkannte er sofort, dass dies keine natürliche Ablagerung sein konnte. Es war ein sogenannter Muschelhaufen oder Kaisuka auf Japanisch. Ein von Menschenhand geschaffener Abfallhaufen aus prähistorischer Zeit. Morse, beseelt von wissenschaftlicher Neugier, organisierte umgehend eine Ausgrabung. Was er und sein Team fanden, war der Schlüssel zu einer vergessenen Welt. Keramikscherben mit dem charakteristischen Schnurmuster, Werkzeuge aus Stein und Knochen und die Überreste der Tiere, die den Menschen als Nahrung gedient hatten. Morse nannte die Keramik Court-marked, was ins Japanische als Jomon übersetzt wurde. Damit gab er, ohne es zu ahnen, einer ganzen Epoche ihren Namen. Seine sorgfältigen Aufzeichnungen und die Veröffentlichung seiner Funde gelten als der Beginn der modernen Archäologie in Japan. Er inspirierte eine ganze Generation japanischer Forscher, sich mit der eigenen tiefen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Entdeckung der Omori-Muschelhaufen
war mehr als nur ein archäologischer Fund. Es war die Wiederentdeckung einer Zivilisation. Sie bewies, dass die japanischen Inseln lange vor den Samurai und Kaisern von einer hochentwickelten Kultur bewohnt waren. Morses Fund war der erste Faden, an dem die Forscher zogen, um das riesige und komplexe Gewebe der Jomon-Kultur langsam, Stück für Stück, wieder ans Licht zu bringen. Es ist eine Erinnerung daran, dass die größten Schätze der Geschichte oft direkt unter unseren Füßen liegen und nur darauf warten, von einem wachen Geist entdeckt zu werden. In unserer modernen Welt, die nach einfachen, spektakulären Antworten giert, ist es verlockend, die Artefakte der Jomon durch die Linse der Pseudowissenschaft zu betrachten. Die Dogu-Figuren mit ihren großen, brillenartigen Augen und seltsam anmutenden Körpern werden oft als Beweise für prähistorische Astronauten herangezogen. Es ist eine einfache, aufregende Geschichte. Aber sie ist auch eine intellektuelle Sackgasse, die uns den Blick auf die weitaus tieferen, authentischeren Rätsel verstellt. Die Wahrheit ist oft komplexer und faszinierender als jede Fiktion. Wenn wir die Dogu als außerirdische Besucher abtun, berauben wir die Jomon-Kultur ihrer eigenen Genialität, ihrer eigenen Spiritualität und ihrer eigenen einzigartigen Weltsicht. Wir ersetzen ihre komplexe Symbolik durch ein modernes Popkultur-Klischee. Die echten Fragen sind viel herausfordernder und lohnender. Repräsentierten diese Figuren Gottheiten? Waren sie Fruchtbarkeitssymbole, wie die oft betonten weiblichen Merkmale andeuten? Dienten sie als schamanistische Werkzeuge, als Avatare für Geisterreisen oder Heilungsrituale? Wurden sie absichtlich zerbrochen, um eine Krankheit symbolisch zu brechen oder um den Schmerz einer Geburt auf das Objekt zu übertragen? Jede dieser Möglichkeiten eröffnet ein Fenster in eine tief menschliche, prähistorische Gedankenwelt. Die Pseudowissenschaft bietet eine einzige fantasievolle Antwort. Die Archäologie hingegen bietet eine Vielzahl von tiefgründigen Fragen. Sie zwingt uns, zuzugeben, was wir nicht wissen, und genau in diesem Eingeständnis liegt die wahre Ehrfurcht vor der Vergangenheit. Das Mysterium der Jomon braucht keine Raumschiffe, um wundersam zu sein. Es ist das Mysterium menschlicher Kreativität, des Glaubens und der Symbolik, das über 16.000 Jahre hinweg in Ton und Stein eingeschlossen wurde und darauf wartet, von uns mit Respekt und Neugier, nicht mit Sensationslust, betrachtet zu werden. Eine Kultur, die über 16.000 Jahre existiert, verschwindet nicht einfach spurlos. Ihre Echos hallen nicht nur in der Erde, sondern auch im Blut ihrer Nachfahren wider. Um die lebendige Verbindung zu den Jomon zu finden, blicken wir nach Norden, auf die Insel Hokkaido, die Heimat der Ainu. Dieses indigene Volk, das eine einzigartige Kultur und Sprache bewahrt hat, gilt als der direkteste Nachfahre der Jomon. Genetische Studien bestätigen eine starke Kontinuität, die sie von der Mehrheit der japanischen Bevölkerung unterscheidet. In den tiefen Gesichtszügen, den traditionellen spirituellen Praktiken, die eine tiefe Ehrfurcht vor der Natur, den Kamui zeigen, und in den Mustern ihrer kunstvollen Gewänder sehen wir ein lebendiges Erbe der Jomon-Weltsicht. Die Ainu sind keine Relikte der Vergangenheit, sondern die Träger einer ungebrochenen Linie, die tief in die japanische Vorgeschichte zurückreicht. Doch das Erbe der Jomon ist nicht auf die Ainu beschränkt. Es ist ein fundamentaler Bestandteil des gesamten japanischen Genpools. Mit der Ankunft der Yayoi-Völker vom asiatischen Festland vor etwa 3000 Jahren begann ein Prozess der Vermischung. Die Yayoi brachten den Nassreisanbau, Metallverarbeitung und eine andere soziale Struktur mit. Aber sie ersetzten die Jomon nicht vollständig.
Stattdessen fand über Jahrhunderte eine komplexe Interaktion und Integration statt. Heutige Japaner tragen das genetische Erbe beider Gruppen in sich. Man kann es sich wie die Grundierung einer Leinwand vorstellen. Die Jomon-DNA ist die tiefe, ursprüngliche Schicht, auf der die späteren Einflüsse der Yayoi und anderer Gruppen das heutige Bild malten. So lebt die uralte Jäger- und Sammlerkultur nicht nur in den Wäldern Hokkaidos weiter, sondern fließt unsichtbar durch die Adern der modernen Metropolen Japans. Ein stilles Zeugnis für die außergewöhnliche Tiefe und Widerstandsfähigkeit der ersten Bewohner des Archipels. Betrachten wir die Zeitspanne. 16.000 Jahre. Es ist eine Zahl, die so gewaltig ist, dass unser Verstand kaum in der Lage ist, sie zu fassen. Das alte Ägypten der Pharaonen existierte für etwa 3.000 Jahre. Das Römische Reich, von seiner Gründung bis zum Fall Westroms, dauerte etwas mehr als 1.000 Jahre. Die gesamte aufgezeichnete Geschichte der westlichen Zivilisation, von den antiken Griechen bis heute, umfasst kaum mehr als 2,5 Jahrtausende. Die Jomon-Kultur hingegen währte 16 Jahrtausende. In dieser unvorstellbaren Zeitspanne erlebten sie das Ende der letzten Eiszeit, den Anstieg des Meeresspiegels, der Japan zu einer Inselgruppe machte, und unzählige Klima- und Umweltschwankungen. Und doch überdauerten sie. Ihre Lektion für uns ist keine Lektion des monumentalen Bauens, der Eroberung oder des technologischen Fortschritts im modernen Sinne. Es ist eine Lektion der Beständigkeit, der Anpassung und der Nachhaltigkeit. Sie waren Meister darin, in ihrer Welt zu leben, nicht über sie zu herrschen. Ihr Reichtum lag nicht in Gold oder Imperien, sondern in einem tiefen, über Generationen verfeinerten Wissen über die Wälder, die Flüsse und das Meer. Sie verstanden die Zyklen der Natur, die Wanderungen der Fische, das Wachstum der Nussbäume und die Eigenschaften von Pflanzen. Diese Kultur beweist, dass menschliche Gesellschaften über enorme Zeiträume stabil sein können, ohne auf zentralisierte Staaten, Schrift oder intensive Landwirtschaft angewiesen zu sein. Sie widerlegt die Vorstellung, dass die Geschichte ein linearer Marsch des Fortschritts sein muss. Die Jomon zeigen uns ein alternatives Modell der Zivilisation, eines, das auf Gemeinschaft, ökologischer Harmonie und kultureller Kontinuität beruht. In einer Welt, die sich mit den Folgen kurzfristigen Denkens und unhaltbaren Wachstums konfrontiert sieht, bietet die stille, beständige Existenz der Jomon eine tiefgründige und demütig machende Perspektive. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise, aber nicht dem Ende der Geschichte. Denn die Jomon-Kultur ist wie ein riesiges archäologisches Puzzle, von dem wir erst die Randstücke zusammengesetzt haben. Das Bild im Inneren bleibt voller Lücken und faszinierender Unklarheiten. Die größten Fragen sind oft die einfachsten zu stellen, aber die am schwierigsten zu beantwortenden. Was war die genaue soziale Struktur der Jomon? Lebten sie in egalitären Gemeinschaften oder gab es Häuptlinge und eine soziale Hierarchie, wie einige der reicheren Gräber andeuten? Wie organisierten sie Arbeit und Handel über weite Strecken, ohne Schrift und Währung? Die Dogu-Figuren bleiben eines der größten Rätsel. Trotz vieler Theorien über Fruchtbarkeit, Heilung oder Schamanismus kennen wir ihre wahre Bedeutung nicht. War ihre Funktion über die Jahrtausende hinweg konstant oder veränderte sie sich? Und was ist mit den großen Steinkreisen wie Oyu und Sanai Maruyama? Waren sie astronomische Observatorien, rituelle Zentren, Orte für Gemeinschaftsfeste oder Gräber für die Elite? Wahrscheinlich eine Kombination aus all dem, aber die genaue Gewichtung ihrer Funktionen entzieht sich uns.
Vielleicht die größte offene Frage ist die des Übergangs. Warum endete die Jomon-Zeit nach 16.000 Jahren relativer Stabilität? Der Übergang zur Yayoi-Kultur war kein einzelnes Ereignis, sondern ein langer, komplexer Prozess. War es eine friedliche Assimilation, bei der die Jomon die neuen Technologien des Reisanbaus und der Metallurgie übernahmen? Oder gab es Konflikte und Verdrängung? Die archäologischen und genetischen Beweise deuten auf eine Mischung aus beidem hin, aber das genaue Drehbuch dieser tiefgreifenden kulturellen Transformation wird noch immer intensiv debattiert. Jede neue Ausgrabung liefert ein weiteres Puzzleteil, wirft aber oft auch neue Fragen auf. Und das ist das Schöne an der Erforschung der Jomon. Es ist keine abgeschlossene Erzählung, sondern ein andauernder Dialog mit einer tiefen und rätselhaften Vergangenheit, die uns daran erinnert, wie viel wir noch zu lernen haben.